Hey, ho meine lieben Häuslebauer, willkommen zu Builder Simulator Playtest. Das ist die Version 0.6.17 Playtest, steht hier unten links. Der kam gestern, ist das Ganze plötzlich aufgepoppt bei mir. Dann hatte ich noch eine E-Mail, habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Ich habe mich da wohl mal angemeldet bei Steam. Es gibt es zurzeit auch als Demo. Und Builder Simulator Prolog soll irgendwann noch veröffentlicht werden. Ich schätze mal dann, bevor das Spiel rauskommt. Das Ganze gibt es von Live Motion Games. Die haben auch den Train Station Renovator oder so entwickelt, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob der genau so heißt. Ihr seht schon hier, Spieltest. Es gibt dann später eine Kampagne, Sandbox, Tutorial und Planer. In den Planer gehen wir gerade mal rein. Ihr habt kurz eine Blaupause schon gesehen. Man kann sich jetzt ein Feld auswählen und dann ja, erstmal hier, keine Ahnung, eine Wand hinziehen. Und da noch ein, so. Machen wir hier mal kurz. Und dann ziehe ich einfach mal eine Trennwand rein. So. Gut. Außentüren, also für die Türen hier bräuchte ich eine Außentür, wie ihr seht. Ich kann das Ganze drehen, wenn ich möchte. Spiegeln. Und dann könnte ich da eine Außentür hinsetzen. Das geht hier nicht, das ist eine Innentür, die kann ich hier hinsetzen. Fenster kann ich hier hinsetzen. Kann ich das? Nee, das kann ich da nicht hinsetzen. Könnte irgendwo eine Treppe noch hinpacken. Sagen wir einfach mal. So, ich muss es spiegeln, genau. So. Sagen wir mal, da kommt eine Treppe hin. Und später kann ich auch noch einen Pool hinsetzen. Also ihr könnt hier für die Sims-Spieler bestimmt ganz... Ups. Bestimmt ganz interessant. Man kann das Ganze prüfen lassen und so weiter. Es gibt ein Tutorial, da schauen wir als nächstes rein. Erstmal Fundamente. Und ich muss sagen, ich habe das Ganze eben schon mal gestartet. Das Spiel ist ein bisschen komplex. Weil es sehr wenig erklärt. Weil man sehr genau zuhören und lesen muss. Man muss im Prinzip jeden Schritt einzeln machen. Und das Haus dann von Grund auf aufbauen. Das heißt, es sind so ein paar andere Elemente von anderen Spielen, Simulatoren sind da verbunden und man kann dann im Prinzip alles, ja, von Grund auf, so heißt es zumindest, kann man alles am Haus machen und muss es auch machen. Das Werkzeugradl steht da unten. Das Werkzeugradl. Ja. Werkzeugrad haben wir hier. Das Ganze, wie ihr seht, ist auf Deutsch. Das gibt es in Deutsch, Englisch. Also Englisch ist Standard. Wir können gerade mal reinschauen. Englisch wäre Standard. Dann haben wir noch Polnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und verschiedenes anderes. Die Zeichen kann ich ja jetzt nicht erkennen. So. Eben stand ich nämlich hier drin und habe hier versucht, Moment, ich grabe doch. Warum passiert hier nichts? Ihr kennt das vielleicht den anderen Building Simulator? Funktioniert nicht. Und dann? Ne, die wollen tatsächlich nur erstmal für die Verschalung ausgeschachtet haben. Deswegen mache ich das jetzt gerade mal. Und ich hoffe, dass der nächste Punkt, der gleich kommt, das haben wir nämlich die Schalung und Verstärkung. So. Wir müssen auch wieder den Shop verwenden. Hier gibt es auch einen Shop. Muss jetzt warten, bis er mir das erklärt hat. Jetzt darf ich das öffnen. Und jetzt erzählt er mir nämlich, wähle das erst verfügbare Geschäft. Fundamente, ja, Konstruktion haben wir automatisch ausgewählt. Dann können wir hier unten umschalten. 1, 10 oder 100. Kaufe 100 Schalungen und Verstärkungen. So, ich dachte jetzt eben so, okay. Schalung, kann ich ja mal kaufen, ne? Ich kann die ja schon mal einsetzen. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Warum geht das nicht? Ja. Man muss sich genau an die Anweisung halten. Man muss beides schon kaufen. Und jetzt kann ich die auch wirklich schön einsetzen.
Das muss ich auch nicht aufleveln. Das kann ich von Anfang an scheinbar schnell setzen. Okay. Ja, ich halte. Ich will das hier jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ah. Diese Betonung in das Fundament. Okay. Packen uns das Ding. Kann ich das? Ah, so kann ich es drehen. Und jetzt. Moment. Ah, es füllt automatisch am richtigen Punkt ein. Kann da wohl auch drüber laufen. Allerdings ist es ein bisschen schwieriger. Mit der Schubkarre laufen. Ja, aber es ist ganz großzügig, was die Reichweite und der Radius beim Eingießen angeht. Allerdings muss ich hier nochmal drüber gehen. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man, glaube ich, ein bisschen erstmal das Handling lernen. Vielleicht ist es mit Controller dann sogar besser. Einfacher. Weiß ich nicht. Ich habe zwar einen angeschlossen, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Da bin ich zwar eigentlich schon drüber gegangen, aber ihr seht, muss ich da noch rein. So, mit Rechtsklick kann ich wieder loslassen. Nächstes Tutorial. Ja, gehen wir direkt zum nächsten Tutorial. Hallo. Hallo, Bill Derr. Ja, wie komme ich an diesen Beton? Erzähl es mir. Ich kann übrigens springen und rennen. You can create two types of mixes. Mortar and concrete. Mortar is needed to join the blocks. Concrete, on the other hand, is used for foundations. Ja, sowas, was wir gerade gemacht haben. Oh, der hat einen Knopf. Oh, guck mal, ich kann den anschalten. Oh, ich verliere Geld. Oh no. Ich schätze mal, ich brauche dafür eine Schaufel. Und oben seht ihr schon eine Leiste, die sich füllt. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was ich da an Geld verliere, ne? Aber es ist natürlich auch... hat natürlich auch Sinn. So. Moment, was hat jetzt gut? Ah. Jetzt kann ich das einzeln einfüllen. Wieder ablegen. Oh, schaut mal. Jetzt habe ich hier einen Wassereimer plötzlich in meinem Tool Wheel. Noch ein bisschen Wasser dazu, ne? Ich muss leider jedes Mal einzeln drücken. Wenn ihr eine leere Taste drückt oder ihr die Hand wieder auswählt, dann habt ihr die wieder freie Hände. Da sind sie. Ah. Okay. Schalte ich mal. Klicke auf Auto. Es kostet ein bisschen mehr, aber es geht automatisch. Okay, ich verstehe. Und fertig. Cool. Nein, muss ich nicht. Oh, ich muss gar nicht die Schubkarre die ganze Zeit rumfahren. Ich kann sie auch zu mir teleportieren. Ja. Ich sehe schon, man muss doch nicht alles selbst machen. Man kann aber alles selbst machen, wenn man das möchte. Das ist ja wirklich schön, ne? Jetzt muss ich wieder auf den Interaktionsbutton warten und...
gonna pour the foundation again because there's no point. But we'll see each other in the next stage very soon. Ja, ab in die nächste Lektion. Was gibt's denn diesmal? Tonvorbereitung haben wir gerade abgeschlossen. Schauen wir mal, was es jetzt noch gibt. Ihr habt gesehen, es gibt eine ganze Menge Tutorials. Und ich denke, wir gehen die einfach mal alle durch. Wenn die jetzt nicht komplett ausarten. Wie durch! Das seht ihr schon, unsere Vorarbeit von eben. Und jetzt kann ich dann nämlich auch graben. Mache ich. Schaffen wir das hier mal alles weg. Ein bisschen Sand da rein. Ja, ich mache erstmal hier so, ne? Oh, Moment. Okay. Ich durfte natürlich noch nicht. Ich musste erstmal... Moment. Muss ich drin stehen? Oh. Oh. Okay, ich nehme mir das Ding mal. Pack mal ein bisschen Sand da rein. Dann schnappen wir uns wieder... Nee, ich muss immer die Hand auswählen. So, und jetzt kann ich. Ja, die Interaktionspunkte wechseln leider ab und zu mal so ein bisschen. Da muss man dann nochmal zurückgehen, einen Meter oder so, und dann nochmal hin. Dann funktioniert das wieder. Okay, 30 Gitterverstärkungen werden gekauft. Moment. Bei gegossenen natürlich. Netzverstärkung 1, 2, 3. Dann wählen wir die aus. Die können wir aber nicht ziehen. Die müssen wir einzeln verlegen. Okay. Kein Thema, ist nicht so viel. Oh, schaut mal, da hat jemand die Schubkarre aufgefüllt. Das ist ja nett. So, schön auffüllen. Gießen vom Beton. 99, 100. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es doch ein Level-System. Da fehlt noch was. Ein bisschen in der Ecke da. Ah. Die haben also die Demo überarbeitet. Ah ja. Der sagt uns auch noch, wie das Ganze funktioniert. Dämmung sollte in den Wänden als auch im Boden vorhanden sein. Also wie ihr eben vielleicht von ihm gehört habt oder gelesen habt, es gab in früheren Demos schon mal Probleme mit dem Ganzen, da das nicht so funktioniert, wie es sollte. Und die haben das alles überarbeitet. Und jetzt funktioniert es so, wie gewünscht. Dann noch eine Ladung. Nein, tu weg. Und nimmst du das immer wieder in die Hand. Okay, es funktioniert immer noch nicht 100% so, wie es sein soll. Ich kann da drauf fahren. Gut. Ab in die Ecke. Aber es funktioniert schon sehr viel besser. Simulators must reflect reality, but we have prepared a lot of interesting solutions for you that will speed up your work considerably. Ja, erzähl's mir. Ab ins nächste Tutorial.
Wie er schon sagte, es soll die Realität widerspiegeln, aber es ist immer noch ein Spiel, ne? Quickly! To the Batmobile training room! I'll take you through it on the way. There are certain types of walls. Ja, bestimmte Arten von Wände. 3 Arten von Wänden gibt es hier in dem Spiel. Wow. Partition, concrete partition walls. Trust me, it's the most rewarding part of the construction. You'll see Erzähl mir mehr. immediately. Ich würde mich gerne hinhocken, um mir ganz gespannt zu lauschen. Okay, Hohlblöcke. Schauen wir gerade mal. Tragende Wände, 100 Hohlblöcke. Fantastic! Now it's time to pick up mortar. You can find it in the wheelbarrow. Select trowel and pick up mortar from the wheelbarrow. Once collected, it remains on the trowel until the resource in the wheelbarrow is exhausted. Das ist verbunden mit der Schubkarre, schaut mal. You don't have to go back and forth. Ja, das ist gut. Notes from the last demo, huh? Das haben die aus der letzten Demo gehört. Ah, es gibt auch ein Level-System. Wir können jetzt hier platzieren oder ein Minispiel machen. Ah, schaut mal. Damit geht das Ganze viel, viel schneller, wenn man es schafft. So eine ganze Reihe einfach mal, zack. Wir können das natürlich auch einzeln machen. Je nachdem, wie wir das möchten. So. Und jetzt platzieren wir mal einen Hohlblock. Hätte er nie gedacht, dass ich das schaffe. Jetzt haben wir die doppelte Hohlblock-Platzierung. Wo sehen? Ah, da drüben. Und jetzt sollen wir nochmal sehen, was jetzt passiert. Oh, 3 Stück. Verrückt. Let's put up the scaffolding. Scaffolding will be very helpful when working at heights. Select a scaffolding from the tool wheel. You can rotate it by clicking the right mouse button or left trigger. And not only that, you can also move it very precise. Ah ja, das habe ich gesucht, damit ich es nicht ganz genau vor meiner Nase habe alles. So, jetzt ist die Frage, wie platziere ich es? Ups. Also mit links und rechts kann ich es drehen. Ah ne. You can climb the ladder by clicking on it. I'll tell you a secret about layer 12. The 12th layer is the lintel layer. Never heard of it? Its task is to transfer the weight from the opening to the adjacent walls. Above every doors and windows, you need to place one. Okay. Wir kaufen uns einen Sturz. Habe ich gemacht. Wunderbar. Er hat die Wände schon mal aufgefüllt. Beziehungsweise es ist ein Hologramm, wie wir gerade gehört haben. Uiuiui. Okay. So lernt man natürlich die Arbeit viel besser. Ceiling holograms will automatically appear when you fill in the blocks on the last layer. And this is the moment when you have to place the ceiling blocks. Buy 20 ceiling blocks from the shop. Wunderbar. 20 Deckenblöcke. Some would say the sky's the limit. But for us, it's ceiling blocks on each level. Enough dad jokes. Put the ceiling blocks in the hologram. Extraordinary. After your work, dismantle your scaffolding with drill. This way, when your house is jetzt müssen wir das Gerüst auch wieder you can take a picture of demontieren. it. Moment, da ist ein Punkt. Zack. Ist auch weg. See you later. Oh nö, okay. Nächstes Tutorial. Wunderbar. Schon wieder eins abgeschlossen. Das geht ja hier ratzfatz.
to learn more? Today Natürlich we'll möchte ich learn mehr how to erfahren. Erzähl mir insert mehr. doors and Oh, windows. Türen und Fenster. Das wird spannend. It's pretty cool and easy. Das hört sich fantastisch an. Los. Ja. Nein, folge du mir. Ich bin schneller. Folge mir. Oh, vielleicht folge ich besser dir. Folge Every mir. building needs a door to enter and windows to bring light into the house. Our game is no different. Remember from the previous stage when you inserted the lintels? You don't have to do it this time. But you need to know that they are the reason we can put in doors and windows. Alles Let's klar. start with doors. Beginnen wir mit den Türen. Buy Muss ich auch one erstmal wieder outside kaufen. door. Eine Außentür. Fenstertüren. Da haben wir eine Außentür. Oh, kann ich nicht die hier kaufen? Nicht? Na gut. Great. Select it from the inventory and look at the entrance of the house. You may notice that the door is in the wrong position. Oh, Adjust it using the scroll bar. wer Hologram macht denn will turn sowas? green when it's done. The spirit level moves with the door and will show you the correct position when the door lights up green. Setze eine Tür ein, fahre mit dem Hologramm über die Markierung und passe sie an. Great job. Now you have to screw in the hinges. So, dann brauchen wir den Choose a drill and insert the necessary Schrauber. screws. Schraub. All the screws Schraub. that need to be screwed in always light up orange. Imagine using a screwdriver. Now it's time for wedges. Simply fill them in by clicking Ah, on the highlighted mit areas. den Händen machte ich das einfach. Ja gut, die habe ich wahrscheinlich irgendwo in der Tasche, ne? Hat man immer mal so ein paar in der Tasche. Wenn Now man you know how to Arbeitshosen insert a hat. door. Irgendwas hat man immer in der Tasche, You can irgendwelche even Materialien. open and close them by Schrauben, clicking Nägel, on them. Keile. Don't worry about Backleine, the Werkzeuge. phone. We'll talk about it later. Schließe die Tür. Amazing. Zack. Let's move on to windows. Ja, Wahnsinn. Two types of Juhu. windows. Ich habe eine Tür Any window under eingesetzt. 2 meters on the planner is a standard home window. Likewise, any window over 2 meters is already a patio window. Ah, verstehe. You dictate the terms on the planner and choose what size windows you want to insert. Kaufe ein For purposes Fenster. of the tutorial, you will insert a single window. Buy Okay. one window from the shop. Muss ich auch wieder anpassen. Nicely done. Now try inserting them just like a door. Same principle, same fun. Now it's time to put in all the Kann ich hier mal screws you rein? need. Ich mache das von innen. So, hier, Schrauber in die Hand. Zack. Zack. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen was, aber hat er eben schon gesagt. Darum Next kümmern wir step, uns dann insert später. the wedges. Wedges. Insert them by simply clicking on the hologram. Support wedges are used to support Oh. and stabilize the Moment. window in the window opening. Did you see Müssen wir how auch the noch home anpassen hier. filled itself after the wedges were So, inserted? und du? We thought that doing it manually would be boring, so we automated it. Zack Remember und that zack. every window requires a sill or threshold. Ja, ich habe doch hier. Adjust Habe ich schon it like you eingesetzt. did Guck dir das with an. window Ist doch and wunderbar. door. Habe ich gut gemacht. Great. Look Und at man the kann über die patio in the einzelnen next Teile view. auch auf das Dach You springen. can see the difference. Ja, ich sehe That's einen everything for Unterschied. doors and windows. Das war's zu Türen You und decide how Fenstern. you want your house to look. See you in the next stage. Ja, würde ich sagen, machen wir direkt weiter, ne? Die ganzen Tutorials mal durch. Good. Das sind ja eine ganze Menge, aber ich habe ja auch schon ein paar. Partition walls are my hobby. Trennwände sind My mein Hobby. neighbors also love to hear the drill. Ja, ich glaube auch. Meine Nachbarn würden auch gerne den Hammer und den Bohrer hören, genauso gern wie ich. Das hier alle 2 Tage passiert. Keine Ahnung, was die Leute machen, vor allem in der Mietwohnung. Was kann man da bitte alles hämmern, sägen, schrauben? Kann ich nicht hochspringen? Aber von hier ging das. Ja. Also da gibt es noch eine kleine Kante. Jetzt schaffe ich es nicht. But for the purpose of the tutorial, on the partition walls themselves, we've already determined them. Okay. Hat schon was festgelegt für die Trennwände? Hier zum Beispiel. To build a wall, you need floor, ceiling, and wall profiles. Buy 100 profiles in the shop. 100! Wow, das sind aber viele Profile.
Viele Profile. Great! Now place them in the holograms and screw them in with a drill. Ist klar. Einer platzieren und reinschrauben. Wir kennen das Prinzip aus anderen Simulatoren. Und weitere Profile. Zack, zack, zack. Good job! Die muss ich Now nicht we have something befestigen. to screw the plasterboard to. Isn't that amazing? Ja, By fantastisch. 100 plasterboards. 100 nochmal. Alles klar. Well done. Now place them on one side. Alles klar, Claptrap. Das mache ich dann. Great. Sofort. After installing the plasterboard, you'll need to use nails to attach it. Take your drill out and screw them in. Ah, ich war zu weit entfernt. Nice. Ach ja, wird das schön. Dieses Wochenende Wonderlands. Jetzt, wo ich Claptrap wieder erwähnt habe, ne? Steinwolle. Ah, ja, natürlich. Wir brauchen natürlich auch noch Steinwolle. Wir können das ja nicht einfach so dahinsetzen. 20 Stück sollte ich kaufen. Excellent. Jetzt wir noch das da reinpacken. Plasterboard on the other side of the wall, you must first lay insulation between them. Select it from the inventory and insert it in the missing places. Ja, habe ich eingefügt. Und jetzt nochmal Gipskarton Attach drauf. one more plasterboard on the other side. Natürlich. Ist was Schönes, die Musik auch. Also ich habe die jetzt ziemlich leise, aber es ist wirklich beruhigend. This is how partition walls are insulated. Oh, das soll auch noch was hin. Profiles must be fixed to the floors and ceiling. Die sollen aber nicht dahin, da muss was anderes sein. Ach, Isolierungen. There's also a second type of partition wall. Concrete partition walls. Assembly is very different. First, you need to lay a damp-proof course. Einen Dämmkurs muss ich By belegen. 20 insulation. 20 Isolierungen mache ich. Now place it on the ground. Die können wir auch wieder gedrückt halten. Job. Remember what you've done with bearing walls? You need Ja. some mortar. You'll find it in the wheelbarrow. Das heißt, ich brauche wieder meine Kelle. Once the mortar Hier has dran. been collected on the trowel, it remains until you've exhausted the stock in the wheelbarrow. Und Pretty cool, right? ja, It ziemlich took our cool. game designers way too long to figure out this solution. Place mortar. Everything's ready for concrete blocks. Don't forget the lintel over the door. Oh ja, Buy einen 100 Sturz brauchen wir auch noch. concrete blocks Okay, and one lintel. Betonblöcke 100 Stück You won't und need as much, but ein you never Sturz. know when inflation will get to the DIY markets. Wer hat's gemerkt? Build a concrete Genau partition deswegen wall. habe ich so viel Geld. Okay, ich habe jetzt 100 Stürze und einen und Block. Oh Mann. Ja. So macht man das. So ist das eine fantastische Idee. Oh Mann. Oh, du da wieder hin. Dann wieder die Kelle raus. Zack, 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 zack. Und kann jetzt auch das hier auswählen. Moment, nee, dann muss ich erst das ablegen. Dann kann ich das auswählen. Und dann geht mal da. Ich bekomme sogar eine Anzeige, wie weit ich jeweils entfernt bin. Joke to you. Und das ist auch die erste Wand, die ich vollständig setzen kann. Oh, das hat es schon. Gut. Muss dann immer wieder ein bisschen hin und her wechseln. So. Das noch dahin. Das dahin. Da kann ich auch noch was drauf machen. Okay. Ich setze aber jetzt erstmal den Sturz ein. Dann kann ich da wahrscheinlich auch noch was drauf schmieren. Ganz genau. Schaut mal hier. Und fertig. Superb work. One more fun thing is that you can destroy them. Ich kann sie But zerstören. first, you have to mark with an eraser which wall you want to destroy on the planner. This time I'll do it for you automatically. Got your back, Jack. If you are not happy with the partition walls,
Take a hammer in your hand and destroy them. Okay. Wir können also auch, wenn wir irgendwo was falsch gemacht haben. Ja, die Wand gefällt mir nicht. Die ist viel zu rot. Weg damit. You've already got the walls covered. I wonder what's next. See you. Ich will weitermachen. Weitermachen. Hier drauf. Na gut, dann vielleicht später. Hello, my fellow builder! What goes up and down, but stays in the same place? Stairs! Oh, ja, Homie. Stairs. Wollt ihr mal einen Bauwitz hören? Moment, ich arbeite noch dran. You can build any shape of house. You can build a house as big as the plot of land will allow you to. Cool. But to get to Eigentlich the darf ich floor das nicht of wegen your Brandschutz, house, aber you okay. need stairs. In some cases, a no clip is sufficient, but this is only in creative mode. This stage will be simple, but maximally rewarding. Da soll eine Buy Treppe one hin. staircase in the shop. Okay, wir kaufen mal eine Treppe im Shop. Können eine ganze Treppe kaufen. Great. Now select them in your Die ziehe ich inventory mal kurz and aus der place them Hose. where you've marked them on the planner. Okay. With a scroll wheel, you can precisely move the stairs to the right and left. Ja, aber die ist schon perfekt. Guck mal. Weil da oben nicht so viel Platz ist. Die kann eigentlich nur so sitzen wahrscheinlich. Amazing! Unglaublich! When I look at them, I think they don't fit. As I am not annoying at all, I will pretend to be your favorite customer. Who does not know what he likes. You need to change them. Muss ich ändern? It's also Aber wieso a denn? game in Sieht doch gut software aus. development. Tear them down with your hammer! Ah, du willst einfach nur sehen, wie ich Dinge zerstöre. Okay, komm her, komm her. Nice! Now buy different stairs in the shop. Kaufe eine verschiedene Treppe. Die meinen einfach nur eine andere. Okay. Ah, okay, die ist ein bisschen dunkler, ja. Place the stairs again. See how simple and satisfying it is? In this way, you're able to test different solutions immediately without having to monotonously build up the entire structure. We want you to have fun after all. Wir wollen doch, dass du Thank Spaß you, hast. and see you Ja. later. Ab ins nächste Tutorial. Das war das Treppen-Tutorial, ja. Hey, hey, Oh, hey! das Dach. Hey, Next stage is hey. surely gonna raise the roof. Willkommen zu Krusty. Ich folge dir. Da kann ich nicht runter. It's Ich wollte not eigentlich nur rocket runterschauen. science that every building needs a roof. In our game, you can build several types of roof, starting with the simplest and most modern flat roof, ending with multi-slope roofs. Oh. For the purposes of tutorial, let's try hip roofs. Lassen Sie uns Walmdach First, you versuchen. need to Alles buy klar. a proper blueprint in the shop. Open the store and buy hip roof blueprint. Wir kaufen ein Walmdach-Projekt. Excellent. When Okay. you choose it and look at the top of the building, you will notice a hologram. Ich kann das Ganze auch noch ein bisschen anpassen. Flacher machen, spitzer. Confirm it when you're done. Bestätigen. All you need now are roof beams. Buy Roof some roof beams beams. from the store. Alles klar. Kaufen wir noch ein paar 100 Dachbalken. Nice. Ich kann nur 100 kaufen. Now your task Nur. will be to complete all the necessary roof beams in the hologram. Remember that you can build scaffolding when working at heights. Health and Safety Department is crossing their fingers. Okay. Lass mal dahin. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da fehlt ein Balken. Oh. Nee, keinen Balken vergessen. Man hat eine ziemlich große Reichweite, wie ich gerade sehe. Ich kann das auch so platzieren. What is the lightest kind of building you can construct? A lighthouse! Diese Building-Witze. Oh Mann, Bill. Du bist mir einer. Mineral wool, insulation, and plasterboard will
be completed automatically so as not to create another phone clicker. Okay. We highly respect your time. Just kidding! More bearing walls! Back to the subject. You've already prepared the roof for the tiles. Buy a lot of roof tiles. Kaufe viele Dachziegel. 200. 200 Dachziegel. Das ist eine ganze Menge Dachziegel. Superb! Put tiles on the roof. Ah. Das sieht cool aus. Moment, das schaue ich mir mal von unten an. Sehr, sehr cool, oder? Weil man ganz viele macht, dann klimpert das so schön. Mehr. Oh, die treffe ich leider nicht so richtig. Mehr. Oh, das ist cool. The wheel on the bill goes round and round. Irgendwo habe ich was übersehen. Moment. Ah, da. In der Ecke. Part of the roof is still Ist ein kleines Dach, da findet man das einfach. On most sloping roofs, gutters are installed to carry the water to the downpipes. This significantly reduces wetting of house walls during rain and snowmelt. But this is already part of the finishing work. Ah, das ist automatisch. Okay. Oder kommt das im nächsten? Tutorial zum Planer. We call it Planner because it helps you design any house you want, which you then build. Ja. Doch, das klingt fantastisch, Save your Bill. projects, and if you want to, share them with other players. Ich kann meine kranken Fantasien mit anderen teilen. The various options available. You will plan the house we have prepared to teach you how to do it. You have 4 tools to use: cursor, eraser, and add remove floor. Cursor is set by default. You can find help with every element and tool on the top left corner of the screen. Try to hide and show the help panel. Okay, mit Tab kann ich das Hilfefenster ausblenden, wieder einfügen. Let's start with the load-bearing walls. Select them from the elements. You can walls in a line or rectangle by pressing Shift or X on the controller. Ja. Draw the load-bearing walls. Habe ich gemacht, Bill. Good job. Now Trennwände. let's draw the partition walls. We work on a small plot of land, so we cannot overdo. Remember that there are 3 plot sizes available. Okay, die Trennwände können nicht die Außenwände überschreiben. Amazing. Das heißt, man kann ja auch einfach wieder ein Rechteck hinziehen. Hier unten brauche ich das jetzt nicht. Da kann ich einfach die Linie hereinziehen. Ziehen wir nochmal ein paar Fenster rein. Die kann man bestimmt größer machen, ne? Wie kann ich die... After all, everybody likes to peep at their neighbors. The windows are of different sizes. Increase or decrease them as desired. The largest windows skalieren. are terrace windows. Insert 4 windows. Zack. Und hier oben sind Terrassenfenster. Deswegen sind die hellblau und dunkelblau sind die normalen kleinen Fenster. Good job. To get into rooms, we need doors. Insert 2 interior doors. You can rotate them freely and change the direction of the door opening. See the help panel for available options. Ups, Moment. Ah, so wollte ich das, genau. Nice. Die Außentür kommt auch noch rein. You can check anytime whether the building meets the minimum criteria. Now let's put the stairs in. You are free to rotate them, but for the purpose of the tutorial, place them in the indicated position. Nice. I think we should add a floor. Wir können eine Etage Add a hinzufügen. floor by clicking on Fantastisch. the option available next to the eraser. Great. Habe ich gemacht, okay. Kann mich zwischen den Ebenen bewegen. Kann das Ganze verschieben. Rein, raus scrollen. Gut, dass ich das auf der Arbeit mache. Naja, gut. Das heißt Arbeit.
solange ich sie noch habe. Swimming pool is simply a rectangle, for which you need enough space to designate it. Draw a swimming pool next to your house. Okay. Nehmen wir ein Swimmingpool. Ziehen wir hier rein. Good job. Zack. Dann noch ein Pfad dahin, natürlich. To the swimming pool, don't you think? Let's choose a path, increase it a little, and draw it to the end of the pool. After you mark out the path, you put paving stones in their place. Great. Let's check that we have everything. Ja, lass uns das mal überprüfen. Was fehlt denn noch? Ein Dach? Amazing. Nö, das reicht so. Let's save Okay. this project. Call it how you like. Okay, speichern wir das und nennen es Folge Bill. Great. Now you'll be able to build this on any available level on the medium plot of land. The largest plot is huge. So lots of Ja, das größte ist dann 30 x 30, also doppelt so groß wie das hier. Fast. Doppelt so groß habe ich schon. Doppelte Kantenlänge. Ist ja dann viermal so groß. Fast, wie gesagt. Das waren die Tutorials. Hier kann man sie sich nochmal alle anschauen. 9 Stück. Inklusive Planer. Und das finde ich ganz besonders gut, dass der Planer da auch mit reingenommen worden ist. Hier macht das Spiel jetzt schon Spaß. Später, wenn man dann im freien Modus spielen kann, beziehungsweise es gibt ja auch noch eine Kampagne, da muss man sich dann wahrscheinlich mit Kunden auseinandersetzen, Sandbox und so weiter. Das wird wahrscheinlich richtig, richtig gut und spaßig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein kleiner Überblick zu der aktuellen Demo, beziehungsweise zum aktuellen Playtest. Ihr könnt die Demo bei Steam runterladen und auch schon mal antesten. Und falls es euch gefallen hat, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein oder bei anderen Projekten. Power Simulator läuft ja aktuell auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.